Heute habe ich noch einen vollen Arbeitstag vor mir. Es ist noch relativ früh am Morgen, aber ich will so viel wie möglich erledigt haben, bevor ich morgen, Achtung, an die Côte d'Azur fliege. Und ich freue mich schon riesig, denn das ist der erste Urlaub dieses Jahr. Ich kann es noch gar nicht fassen. Also das ist irgendwie noch so wie ein Traum. Ich freue mich wahnsinnig auf das Meer. Ich freue mich sehr auf die paar ruhigen Tage, obwohl die ersten 2 Tage werden ein bisschen stressiger, weil wir auf einer Hochzeit sind und ich bin die Trauzeugin. Und ja, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich riesig auch für das Brautpaar und es wird bestimmt eine tolle Zeit. So, jetzt geht's aber erst nochmal an die Arbeit und dann ab an die Côte d'Azur. Wie ihr sehen könnt, kam ich am ersten Tag gar nicht wirklich dazu zu filmen, einfach weil wir mit den Koffern und Taschen die Hände voll hatten und ich die Kamera sehr schwer rausholen konnte. Aber ich wollte euch trotzdem ein paar kleine Eindrücke von Nizza mit auf den Weg geben in Form von kleinen Videomitschnitten. Auch am zweiten Tag habe ich nicht wirklich die Kamera rausholen können, da das der Hochzeitstag war. Aber ich habe euch trotzdem ein paar kleine Story-Videos zusammengeschnitten, wie ihr hier sehen könnt. Und natürlich wollte ich euch auch die großartige Band nicht vorenthalten. Hier könnt ihr einmal kurz reinhören. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Oh baby, baby. It's our girl, our girl, our girl, Leute, ich bin gerade total begeistert. Es ist so ein wunderschöner Ort hier in Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich lasse einfach mal die Bilder sprechen. Ja, wie schön ich es hier finde. Das Wetter ist perfekt. Die Aussicht auch. Hi. Bonjour. Wir sind hier noch ein paar Tage. Die Hochzeit war am Wochenende. Es war eine wunderschöne, pompöse und beeindruckende Hochzeit. Ja, jetzt ist erstmal Entspannung und Urlaub angesagt und ich freue mich. Also wir machen jetzt hier gerade noch eine kleine Wandertour. Es ist noch relativ früh am Morgen, sodass es nicht ganz so heiß ist, weil zur Mittagszeit ist es einfach zu warm. Und am Nachmittag werden wir uns vielleicht auch ein bisschen in die Sonne legen und ein bisschen im Meer schwimmen. Das ist ein perfekter Plan für den heutigen Tag, würde ich sagen.
Das Meer glitzert hier so schön. Ihr Lieben, im Hintergrund seht ihr oder seht ihr nicht meine neue Villa, die ich mir jetzt gerade eben gekauft habe. Schön wär's. Am 4. Tag haben wir unser Hotel gegen ein Airbnb ausgetauscht. Und die Entscheidung war goldrichtig, denn schaut euch mal dieses schöne Apartment hier an der Côte d'Azur an. Ich mache hier einen kleinen Rundgang mit euch. Das Tolle war, wir hatten 2 Schlafräume, ein Wohnzimmer, eine Küche mit einer tollen Ausstattung und ein Badezimmer mit allem, was man sich wünscht. Und das Tolle, wir konnten das Meer in 5 Minuten erreichen, zu Fuß. Uiuiui. Es ist jetzt schon wahnsinnig warm und wir haben es erst 10 Uhr. Aber es ist wunderschön hier an der Côte d'Azur. Das Wetter ist traumhaft, wenn auch ein bisschen heiß. Die Landschaft ist unbeschreiblich. Also das Meer, die Architektur, alles, was wir bisher gesehen haben, war einfach wirklich, wirklich wunderschön. Das Einzige, was uns ein bisschen Probleme bereitet, sind diese Mückenstiche hier. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen allergisch gegen. Das ist das Einzige, was hier nicht so viel Spaß macht. Also die Mücken malträtieren uns hier ordentlich. Aber ansonsten genießen wir den Urlaub hier. Wir sind heute unterwegs nach Monaco. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Stadt mir gefallen wird. Bis jetzt waren wir in Saint-Jean-Cap-Ferrat. Und das ist ein wunderschöner Ort. Also wir sind die komplette Küstenlinie entlang gelaufen, wenn es auch ein bisschen heiß war. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, heute geht's nach Monaco. Ich bin sehr gespannt und nehme euch natürlich mit. Und hier unsere Aussicht aus unserem Airbnb. Es ist eine ganz hübsche Gegend und das Meer liegt in der Richtung. Also wenn wir die Straße hier runtergehen, dann rechts abbiegen, kommen wir zum Meer, zu so einem kleinen Familienstrand. Und da werden wir uns die Tage bestimmt auch nochmal hinlegen und ein bisschen entspannen.
Übrigens, die Fleischtomaten hier in Frankreich schmecken so viel besser als in Deutschland. Also es ist einfach gar kein Vergleich. Obst und Gemüse hier sind einfach phänomenal. Der Plan für heute ist, dass wir uns den Rosengarten anschauen, der zu Ehren von Grace Kelly gebaut oder errichtet wurde. Und dann geht es anschließend zum Palast. Danach wollen wir zur Kathedrale von Monaco und uns den Hafen anschauen. Hier ist die Karte. Genau. Und da sind wir schon sehr gespannt. Ins Casino könnten wir eigentlich auch noch gehen, oder? Unser Glück versuchen. Aber das lassen wir natürlich. Wir sind ja vernünftig. So, es war ein sehr ereignisreicher Tag. Wir sind gerade zurück aus Monaco. Die Hinfahrt war sehr entspannt. Wir haben uns ein Uber geholt und es ging auch recht flott. Aber wir haben erst in Monaco erfahren, dass man Roaming-Gebühren zahlen muss. Das heißt, ich musste mein Handy ausschalten bzw. die mobilen Daten. Und die zweite Sache, die wir erfahren haben, war, dass wir zwar ein Uber buchen konnten, um nach Monaco zu fahren, aber wir konnten nicht von einem Uber aus Monaco wieder abgeholt werden. Das heißt, wir mussten uns ein Zugticket holen und mit dem Zug zurück nach Nizza fahren. Also falls ihr mal nach Monaco wollt, dass ihr das unbedingt wisst, diese Information hatten wir nämlich vorher nicht und haben uns total darauf verlassen, dass wir einfach ein Uber bestellen können, das uns entspannt wieder zurückfährt.
Aber zum Glück hat das mit dem Zug auch sehr gut geklappt und wir waren, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten wieder zurück in Nizza. Genau, dann haben wir noch schnell was gegessen und jetzt sind wir wieder im Airbnb und das ist auch gut so, denn ich bin vollkommen fertig und erschöpft und ich glaube, morgen wird einfach nur ein purer Strandtag sein, wo wir nicht laufen und uns nicht Gedanken um irgendwelche Ubers, Züge oder Stadtpläne machen müssen. Ich glaube, das wird ganz gut tun. So, heute ist definitiv ein Strandtag. Wir sind so erschöpft und die Mücken haben uns in der Nacht so malträtiert, dass wir heute eine kleine Pause machen. Und wir gehen hier an eine kleine süße Bucht bei uns in der Nähe vom Airbnb und lassen uns da so ein bisschen in der Sonne bräunen und gehen schwimmen. Obwohl hier an der Côte d'Azur gibt es anscheinend eine Feuerquallenplage. Und wir versuchen die natürlich zu vermeiden, beziehungsweise wir versuchen die Feuerquallen zu meiden, soweit es geht. Aber man muss hier ganz schön aufpassen. Vielleicht kann ich ein paar aufnehmen, damit ihr die auch mal seht. Aber das ist kein Spaß. Also wenn einen eine Feuerqualle erwischt, dann kann das ganz schön brennen. Und das ist dann wahrscheinlich viel, viel schlimmer als die Mückenstiche, die wir jetzt alle abbekommen haben. So, aber jetzt freue ich mich erstmal auf einen schönen, entspannten Strandtag. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Wir sind gerade noch draußen unterwegs. Es ist 10 Uhr und wir haben immer noch 28 Grad. Es ist unglaublich. Und die Leute liegen noch am Strand und machen Picknick. Abends um 10 Uhr. So schön. Wir wären gerne in dieses Restaurant gegangen, aber leider war es komplett ausgebucht. Und wir konnten nichts mehr reservieren. Aber es sieht cool aus, oder? Heute ist schon wieder Abreisetag. Ich bin ein bisschen traurig. Ich hätte es hier noch ein bisschen länger aushalten können. Aber ich muss sagen, die Temperaturen jetzt im August sind hier wirklich, wirklich sehr hoch. Also es ist sehr, sehr heiß. Deshalb würde ich wahrscheinlich, wenn ich nochmal an die Côte d'Azur komme, eher im Juni kommen. Das empfehle ich euch auch, wenn ihr Hitze nicht so gut vertragt. Aber ansonsten war es ein wirklich wunderschöner Urlaub. Die Hochzeit war grandios. Es war ein wunderschönes Fest mit sehr, sehr viel gutem Essen. Also es war ein kurzer Urlaub, aber es war ein intensiver und schöner Urlaub. Und wir würden auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal an die Côte d'Azur kommen. Genau, unser Flug geht heute um 14.20 Uhr. Jetzt haben wir es momentan 9:30. Wir packen noch unsere Koffer
Und dann werden wir um kurz vor 11, wenn alles gut geht, vom Uber abgeholt und zum Flughafen gebracht. Ja, gut. Dann geht's ans Kofferpacken.